Wir bei der Flugschule Appenzell sind wahrscheinlich nicht die einzigen, die auf den neuen XC-Tracer Max 3 gewartet haben. Und in diesem Video möchten wir euch zeigen, was das neue Variometer von XC-Tracer so alles kann. Bei diesem Video handelt es sich allerdings um kein Review und auch um kein Tutorial. Das Video soll einfach einen ersten Eindruck vermitteln für all jene, die bereits die Vorgängerversionen des XC-Tracer Max kennen oder auch für jene, die auf der Suche nach einem neuen Gleitschirm-Variometer sind und erfahren möchten, was dieses Vario alles kann. Wir werden uns zuerst mit den technischen Eigenheiten des Geräts befassen. Dann schauen wir uns den Lieferumfang an. Wir werden den Max 3 mit dem Vorgängermodell und ähnlichen Variometern kurz vergleichen und dann schauen wir uns natürlich die Funktionen sowie insbesondere die neue Kartendarstellung im Buddy-Modus respektive den neuen Buddy-Screen an. Schauen wir uns zuerst an, was der XC-Tracer Max 3 alles bietet. Wie vom Hersteller bereits früh kommuniziert, hat der Max 3 ein neues Display. Dieses soll über 60% größer sein als noch beim Max 2. Die Batterielaufzeit wird beim Max 3 mit 60 Stunden angegeben, beim Max 2 waren es noch 70. Wir haben FLARM, FANET, ADSL, GPS, Bluetooth-Anbindung. Die Fernbedienung, die beim Max 2 noch separat gekauft werden musste, die ist beim Max 3 bereits zu Beginn mit dabei. Wir haben ein Gewicht von 158 Gramm, das Max 2 wog 120 Gramm, was wahrscheinlich auch mit dem größeren Display, mit dem größeren Gehäuse zu tun haben mag. Was wird alles mit dem Max 3 mitgeliefert? Wir haben hier ein USB-Kabel. Dieses wird dazu verwendet, um das Variometer aufzuladen oder mit einem Laptop oder Tablet zu verbinden, um Einstellungen zu tätigen. Wie schon erwähnt, mit dabei ist auch die Fernbedienung. Diese wird mit einem Klettband mitgeliefert, das sich wunderbar um die Traggurten wickeln lässt, damit die Fernbedienung auch bedient werden kann mit den Bremsen in der Hand. Die Fernbedienung verfügt über einen Knopf, so wie auch das Variometer. Mit diesem Knopf lassen sich die einzelnen Seiten des Variometers wechseln. Das Max 3 selbst wird in einem qualitativ sehr hochwertigen Case ausgeliefert und was sofort auffällt, das XC-Tracer Max 3 verfügt über eine Gummihülle, ähnlich wie die Skytrax Modelle. Also hier die Hülle, die um das ganze Gerät geführt wird, den Anschluss vor Feuchtigkeit schützt und das Gehäuse vor Kratzern. Auffallend ist auch die Größe des neuen Max. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde hier doch einiges vergrößert. Also das Gehäuse, das größer ist, das Display, das vergrößert wurde. Man sieht es hier sehr gut, auch wenn man die Geräte übereinander hält. Also hier ist in Sachen Größe einiges gegangen. Im Vergleich mit ähnlichen Varios, wie beispielsweise dem Skytrax 5 Mini, ist das Gehäuse ähnlich groß. Das Display des Max 3 aber doch einiges größer. Skytrax 5, die Standardausführung, die ist dann doch nochmal um einiges größer. Das Display allerdings nur leicht größer beim Skytrax. Auch hier benötigt Skytrax viel Platz für die Tasten. Und der Max 3, wie schon gesagt, der kommt hier mit einer Taste aus. Diese befindet sich hier an der unteren Ecke. Gut bedienbar trotz Gummihülle. Schauen wir uns die Funktionen des XC-Tracer Max 3 an. Durch langes Drücken der Taste schaltet sich der Max 3 ein. Kurz warten. Und dann befinden wir uns auf dem Standard-Screen.
Oben die Höhe, während des Fluges wird hier noch die Höhe über Grund angezeigt. Wir haben hier zwei Anzeigen der Steigwerte, integriert und aktuelles Steigen. Wir haben die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, die mit dem Pfeil angegeben wird. Wir haben die Geschwindigkeit über Grund, Gleitzahl, Local Time und hier die Flugzeit. Durch einmaliges Drücken der Taste wechseln wir auf den Thermik-Bildschirm, auf den Thermik-Screen. Hier auch wieder die Höhe, Steigwerte und hier die Geschwindigkeit über Grund sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Auf der rechten Seite wird die Thermikspur angezeigt, also sobald wir Steigen haben, erscheinen hier Punkte. Je stärker das Steigen, desto größer werden die Punkte. Sobald wir sinken, sind die Punkte transparent, also sind nicht ausgefüllt. Unten der Höhenverlauf. Also hier sehen wir, sobald wir steigen, geht die Kurve hoch, wenn wir wieder sinken, geht sie runter, damit wir sehen, ob wir tatsächlich auch Höhe gewinnen oder nicht. Das Max 3 kann, wie schon die Vorgängermodelle, so eingestellt werden, dass dieser Bildschirm automatisch erscheint, wenn wir Thermik fliegen, so dass er automatisch auch wieder zurückspringt, wenn wir aus der Thermik raus sind und unterwegs in den nächsten Schlauch sind. Durch nochmaliges Drücken sollte der Bodyscreen erscheinen. Hier angezeigt, wir haben kein GPS im Haus. Ich gehe kurz nach draußen, hole mir ein GPS-Signal und dann sollte hier auch die Karte der Bodyscreen angezeigt werden. Also die neue Karte, die Neuerung im Vergleich zum Max 2 und zum originalen Max. Das Gerät hat GPS, kann sich also lokalisieren und dann wird hier der neue Bodyscreen angezeigt. Eine wunderschöne Karte, die von Xit-Tracer schon früh angekündigt wurde und wahrscheinlich auch die wichtigste Neuerung nebst dem größeren Display ist, dass das Max 3 gegenüber dem Max 2 zu bieten hat. Die Karte soll einerseits dazu dienen, dass man die Flugbuddies besser lokalisieren kann und sie soll Hinweise liefern, wo möglicherweise Thermik ablöst und wie der Talwind verläuft. Eine sehr schöne Darstellung. Wahrscheinlich ersetzt die Karte keinen Handy-Display, auf dem beispielsweise die Karte von Xit-Track abgebildet wird. Durch nochmaliges Drücken wird hier der Airspace-Screen ersichtlich. Wenn man hier mal dreht, sollte man auf die andere Seite, wird jetzt oben die Seitenansicht erkennbar, wo man sehen würde, wie tief man unter diesem angezeigten Luftraum hindurchfliegen kann oder wie tief man sein muss, um diesen Luftraum unterfliegen zu können. Also sehr einfache Darstellung, aber eigentlich alles, was man braucht, um sich im Luftraum orientieren zu können. Noch kurz zur Menüführung. Das Menü wird aufgerufen durch zweimaliges Drücken der Taste, also einmal kurz, dann lang. Und dann sieht man hier das Flugbuch. Hier werden die Flüge gespeichert und können abgerufen werden. In der Buddy-Funktion können Geräte, die sich in der Nähe befinden und über Farnet und ADSL verfügen, gleich hinzugefügt werden oder über eine Flarm-ID, Radio-ID. Hier können die Screens angezeigt oder ausgeblendet werden. Also wenn jemand beispielsweise den Bodyscreen und den Airspace-Screen nicht verwenden möchte, können diese hier ausgeschaltet werden. Verschiedene Bildschirmoptionen. Beispielsweise kann man hier noch den Standardbildschirm, kann man bestimmte Parameter einstellen. Da möchte ich jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. So viel also zum Xit-Tracer Max 3. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ersten Eindruck verschaffen, was dieses Vario kann oder eben nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da oder abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere solche Videos nicht verpasst.